4,5 Stunden dauert die Fahrt von Kairo nach Asyut. Hier in Oberägypten bewegt sich das Leben weitgehend im traditionellen Rhythmus. Asyut ist eine von den ärmsten Provinzen in Ägypten. Und wirklich, wir haben viele Sorgen für unsere Leute, unsere Gläubigen, nicht nur für die Christen, aber auch die anderen. Und wir versuchen, sie zu helfen, wie weit wir können. Ägypten ist ein mehrheitlich islamisches Land. Die Scharia beeinflusst das Rechtssystem. Gleichzeitig möchte die aktuelle Regierung die Rechte der Frauen stärken. Gleichberechtigung ist als Ziel in der Verfassung verankert. Aber gerade in ländlichen Regionen erleben Frauen und Mädchen oft Ausgrenzung, Gewalt und Unterdrückung. Diese Jugendlichen verarbeiten in Theaterszenen das, was sie zu Hause erlebt haben. Dass wir hier leben mit anderen Mentalitäten, mit dem Islam und so weiter. Die Frau war immer zweite Kategorie. Und viele Rechte hatten sie nicht. Heutzutage wir auch merken, dass die Stadt auch das versucht zu tun. Aber wir haben angefangen. Und das ist gut, dass wir haben den Impuls gegeben. Die koptisch-katholische Diözese von Asyut hat ein großes Programm aufgelegt. Es heißt Musawat. Das bedeutet Gleichberechtigung. Wer Frauen und Mädchen fördern möchte, muss vor allem auch die Männer überzeugen. Schließlich sind Väter und Großväter oft das traditionelle Familienoberhaupt. Sie entscheiden, welches Kind in die Schule gehen darf. Die Söhne oder auch die Töchter. In ärmeren Familien reicht das Geld oft nur für die Ausbildung der Söhne. Die Mädchen müssen warten. Sie können keinen Beruf erlernen, kein eigenes Geld verdienen. Das soll jetzt anders werden. Ich habe jetzt eine Arbeit und verdiene mein eigenes Geld. Ich habe gelernt, für meine Rechte einzustehen. Sogar mein Mann hat sich verändert, also zu 80% immerhin. She speaks about her husband. Eine mutige, junge Generation wächst in Ägypten heran. Sie kennt ihre Rechte, sie traut sich, gegen Benachteiligung zu protestieren. Sie vertraut darauf, dass es auch für sie einen guten Platz in der Gesellschaft gibt. Oft werden bei uns Unterschiede gemacht. Ich habe meinen Nachbarn gesagt, dass sie auch ihre Mädchen in die Schule schicken sollen, genauso wie die Jungen. Aber langsam merken wir, wie sich die Dinge in unseren Familien verändern. Das macht uns glücklich. Das Land am Nil hat in den vergangenen Jahren manche Unruhen und politische Umwälzungen erlebt. Die Zukunft scheint offen. Gibt es Grund zur Zuversicht? Wir sehen, wir sind auf dem Weg. Auf dem Weg der Freiheit, der Demokratisierung ist klar. Es ist ein bisschen anders als bei euch in Europa. Aber weil wir brauchen ein bisschen
auch Diktatur. Sonst wir sind noch nicht reif für eine richtige Demokratie. Aber merkt man, dass viele Sachen sind geändert. Die besten geworden, ja.